Willkommen zurück zum B1-Kurs. Heute lernen wir 10 wichtige Verben, die immer mit dem Dativ benutzt werden. Diese 10 Verben braucht ihr sowohl für den Alltag als auch für die Vorbereitung auf eine B1-Prüfung. Los geht's! Wir wiederholen zuerst ganz kurz, wie sich die Artikel im Dativ ändern und welche Dativpronomen es gibt. Wenn ihr mehr über die 4 Fälle im Deutschen erfahren wollt, könnt ihr auch gerne meine Playlist zu den Fällen anschauen. Was ist der Dativ und wann müssen wir ihn benutzen? Wir müssen den Dativ nach spezifischen Verben oder Präpositionen benutzen. Bei den Verben, die wir heute lernen, ist es besonders praktisch, dass wir uns nicht zwischen Dativ und Akkusativ entscheiden müssen, wie bei manchen Präpositionen, sondern wir wissen, dass wir nach diesen Verben den Dativ benutzen müssen. Wenn wir nun eine spezifische Präposition oder ein spezifisches Verb haben, das den Dativ erfordert, müssen wir die Artikel anpassen. Der männliche und der neutrale Artikel, also der und das, werden im Dativ zu dem. Ich spiele mit dem Freund, ich spiele mit dem Kind. Nach der Präposition mit müssen wir immer den Dativ verwenden. Der feminine Artikel die im Nominativ wird zu der im Dativ. Das ist zunächst etwas ungewöhnlich, kennen wir doch der als den männlichen Artikel im Nominativ. Es heißt nun aber der Frau. Den kennen wir vom Akkusativ, aber es ist auch der Artikel für den Plural Dativ. Den Frauen. Natürlich gibt es auch den unbestimmten Artikel. Hier wird aus ein für den männlichen und den neutralen Artikel einem Mann, einem Kind. Und aus dem femininen eine wird einer Frau. Den unbestimmten Artikel benutzen wir nur im Singular, im Plural benötigen wir keinen Artikel. Auch die Personalpronomen ändern sich im Dativ. Mir, dir, ihm, männlich und neutral, ihr, feminin, uns, euch, ihnen. Ihnen benutzen wir sowohl für den Plural als auch für die höfliche Anrede. Nun beginnen wir mit unseren 10 Verben. Das erste Verb ist antworten. Ich antworte dir. Er antwortet ihm, dem Mann. Ich erlebe mit meinen Schülern viele Fehler beim Verb antworten. Fragen ist nämlich mit dem Akkusativ. Ich frage dich, aber ich antworte dir. Hier brauchen wir den Dativ. Unser zweites Verb ist helfen. Ich helfe dem Mann. Ich helfe den Katzen. Hilfst du ihnen auch? Das dritte Verb ist gefallen. Das T-Shirt gefällt mir. Gefällt Ihnen die Hose? Das Verb gefallen ist sehr wichtig und wird häufig gebraucht. Statt ich mag oder ich liebe etwas, sagen wir häufig mir gefällt. Unser nächstes Verb ist danken. Ich danke meinem Lehrer. Hier benutzen wir das Possessivpronomen. Es wird genauso wie der unbestimmte Artikel angepasst. Der Schüler dankt dem Lehrer. Das nächste Verb ist zuhören. Bei Zuhören müsst ihr besonders aufpassen. Es gibt das Verb hören, auf das der Akkusativ folgt. Ich höre dich.
Ich höre die Musik. Aber nach Zuhören brauchen wir den Dativ. Ja, ich bin hier. Ich höre dir zu. Die Schüler müssen im Unterricht gut zuhören. Das nächste Verb ist gehören. Der Computer gehört der Chefin. Er gehört ihr. Das nächste Verb ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel neue Kleidung kaufen wollt. Das T-Shirt passt mir. Die Größe ist genau richtig. Die Hose passt dem Kind nicht mehr. Sie ist zu klein. Das nächste Verb heißt glauben. Das ist eine Lüge. Ich glaube dir nicht. Ihr müsst übrigens aufpassen. Diese Verben können auch mit einer Präposition kombiniert werden und in diesem Fall benutzen wir nicht automatisch den Dativ. Ich kann zum Beispiel sagen, ich glaube an das Projekt. Hier benutzen wir die Präposition an nach Glauben und danach folgt der Akkusativ. Der Dativ folgt also immer direkt auf diese 10 Verben. Benutzen wir eine zusätzliche Präposition, gilt diese Regel nicht. Unser nächstes Verb ist vertrauen. Er kann mir helfen. Ich vertraue ihm. Der Arbeiter vertraut dem Chef. Unser letztes Verb heißt zustimmen. Du hast recht. Ich stimme dir zu. Ihr seht, zustimmen ist ein trennbares Verb. Bei den trennbaren Verben trennen wir das Präfix ab und setzen es an den Schluss des Satzes. Wir können dem Vertrag nicht zustimmen. Hier benutzen wir ein zusätzliches Modalverb und in diesem Fall wird zustimmen nicht getrennt, sondern steht als zweites Verb am Ende des Satzes. Ebenso trennen wir es nicht im Perfekt, ich habe zugestimmt, aber im Präteritum schon. Ich stimmte zu. Es hängt also immer davon ab, ob wir noch ein zweites Verb haben. Nehmt euch bitte eine Minute Zeit, wir machen noch einmal eine Übung gemeinsam, um diese Verben zu wiederholen. Ich empfehle euch, diese 10 Verben zu lernen. Wenn ihr euch aber nicht sicher seid, ob nach einem Verb der Dativ oder Akkusativ folgt, könnt ihr auch einfach eine Frage formulieren. Wem helfe ich? Ich helfe dem Mann. Wenn die Frage mit wem gebildet wird, wissen wir, es ist der Dativ. Für den Akkusativ bräuchten wir wen. Ich sehe den Mann. Wen sehe ich? Wenn ihr neu seid, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal.